Ja, wir fangen an, ich melde mich aus dem Volkswagen, ne? Helm-Peter, bekannt und auch berüchtigt, ne? Also bei euch Tipper. Aber im Endeffekt muss ich jetzt kleine Brötchen backen. Ne? Also wenn ich aus dem Volkswagen berichte, ne, dann habe ich ein Problem. Ne? Aber ist egal, die Tipperei geht weiter. Ne? Und so geht das ja. Ich will mal anfangen mit Frankfurt heute Abend, ne? gegen Gladbach. Ich sehe sie auf Augenhöhe, die beiden. Frankfurt natürlich mit dem Fabian wieder auswärts stärker wie zu Hause, habe ich sie gesehen. Tut mir leid, dass ich das sage, aber so ist es. Ja, und Gladbach genau umgekehrt. Ne? Zu Hause den Märchen und auswärts schwach. Also das wird ein interessantes Spiel, nehme ich an. Also ich sehe Frankfurt vielleicht vorne, aber wie gesagt, das kann unentschieden werden. Aber ich tippe doch mal drauf, Frankfurt gegen Gladbach. Ich tippe mal gegen Gladbach. Ich nehme an, dass Frankfurt das 2-1 gewinnt. Und ich muss schon sagen, eins noch, ihr werdet das ja sehen, hier Augenblick. Ich ziehe den Helm, Nico Kovac. Ne? Also astreine, solche Leute möchte ich hier mal erleben in Hamburg. Astreine Arbeit gemacht in Frankfurt. Das zu Nico und alle, auch den anderen, auch Bobic, auch gute Leute. Man sieht gleich, wer ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, jetzt geht das aufwärts. So, das ist, ich habe getippt, 2-1 für Frankfurt, ne? Alles top, so. Ja, dann haben wir Bayern gegen Hoffenheim. Ja gut, Hoffenheim hat natürlich richtig gekriegt von den Pillendreher, das sah ja ganz ordentlich aus. Also bei Hoffenheim ist auch so langsam, auch wenn der andere nicht mit der Derienbeine spielt, dann fällt das Mittelfeld schon flach und der Geiger schafft das noch nicht alleine. Das ist ein junger Mann, guter Mann, also ohne Zweifel ist der kommende Mann. Aber den hat Bayern München wohl auch schon wieder im Visier, nehme ich an. Das ist ja normal. Nicht? Das ist ja auch nichts Neues. Ist ja auch legal, wenn sie da hinlaufen nach dem Münchner Gurkenclub. So sollen sie hinlaufen, das ist mir egal. So, dann haben wir noch mal Bayern. Ja gut, Bayern halber Kraft gegen Bremen. Aber Bremen war, da kommen wir ja nachher noch zu, haben für mich ein gutes Spiel gemacht in München. Aber dann hast du den Müller, der macht 2 herrliche Tore, Lewandowski auch 2. Und haben sie jetzt noch 4-2 gewonnen. Also gut, für mich als Hamburger ja sehr gut, nebenbei. Aber Bayern-Hoffenheim, das lässt sich, ich glaube, die ziehen das Ding durch, auch mit halber Kraft. Das gewinnt Bayern München, ich nehme an 3-1. Ja, dann haben wir ja Dortmund gegen Freiburg. Ne? Dortmund ist ja immer noch der andere Traumtänzer da. Ne? Aubameyang, der tanzt ja da immer noch rum. Ich weiß nicht, warum sie sich mit dem Mann so lange auf. Da kann man mal sehen, das geht in der Bundesliga nur um Kohle. Das ist so, der kann machen, was er will. Der kann auch normalerweise Nacken an der Stange tanzen. Den stellen sie immer wieder auf oder ziehen sie da rein, hin und her. Das geht um Geld. Da kann der Trainer auch sagen, was er will, der Stöger. Das geht um Kohle. Und Freiburg wiederum. Große Klasse, ne? Das muss ich schon sagen. Ne? Wer hätte das gedacht, dass die gegen die Dosen gewinnen? Ne? Kein Mensch, ne? Also ich auch nicht. Meine Tipps, ich habe auch nicht einen richtig, glaube ich, diesmal. Doch Bayern habe ich richtig, ne? Aber das ist mir auch vollkommen egal. Ich sage noch mal eins, wenn ich tippe Dortmund gegen Freiburg und ich tippe jetzt für Dortmund 2-0, ihr müsst das immer andersrum tippen. Dann gewinnt auch Geld. Aber Spaß beiseite, ich nehme an... ich gewinne Dortmund, gewinne das, ich sag mal 1-0, mehr wird das nicht. Ja gut, dann haben wir Stuttgart gegen Schalke. Ja, Stuttgart hat mich auch enttäuscht, auswärts wieder, aber das war ja klar. Auswärts sind die schwach, ob mit den anderen Gomez oder ohne Gomez, die sind auswärts schwach. Die haben sich richtig noch 3 reinhauen lassen. Ja, und zu Schalke muss ich sagen, erste Halbzeit hui und wie immer, zweite pfui. Also Hannover war zweite klar besser, die hat das Ding bald gewonnen. Also bei Schalke, das sage ich ja, Fahrstuhl hin und her, rauf und runter. Bei Schalke weißt du nur einzig. Nur zu Schalke möchte ich ganz gerne noch mal ein Wort sagen. Das ist Goretzka. Goretzka ist ja nun der absolute Härtefall. Der Tönnies hat das ja schon richtig gesagt. Entweder auf die Tribüne sitzt oder schielt doch gleich in München. Das ist noch vollkommen egal. Also das Ding ist so gelaufen, nehme ich mal an, also von meiner Warte aus gesehen, die haben den Hermann Gerner mit der dicken Tasche losgeschickt. Mit dem Geldkoffer. 100%. Und Hermann, das ist eine solide, den kennen Sie alle in Ruhrpott. Der hat die Kohle abgeliefert bei den Berater und bei Goretzka. Also ich sag euch eins, das ist ein Lügenbaron, der Junge. Ich meine, der Junge kann nichts dafür. Der hat schlechte Berater. Sonst spiele ich auf Schalke weiter und nichts anderes. Der verscheißert die Fans ohne Ende. Und darum ist das so, Stuttgart-Schalke, das gewinnt Stuttgart 2-1, sag ich. Ich habe für Schalke nicht mehr viel über. Tut mir leid. So, dann haben wir Köln gegen Augsburg. Ja, Köln habe ich ja hier gesehen in Hamburg, ich war ja live dabei. 2 schlechte Truppen und die Glückliche hat gewonnen, so sehe ich das. Also tut mir furchtbar leid, auch als HSV-Fan muss ich ja schon sagen.
Ja, und Augsburg, ja, gut, Augsburg hat in Gladbach kannst du verlieren 2-0. Und jetzt viele andere Schneehase da wieder mit, ist das ein Finde oder irgendwas, weiß ich da. Ich weiß nicht, wie der Name ist mir auch egal. Also Köln, ich tippe mal, das wird ein 1-1. Ja, dann kommen wir jetzt zum Spitzenspiel. Für mich jetzt, ne? Hamburger Spitzenspiel, Leipzig gegen HSV. Na gut, da kann ich erzählen bis heute Nacht um 12, ne? Was hier alles verkehrt läuft. Ne? Aber das wollen wir nicht mehr. Also die Ära mit Giesel ist abgeschlossen. Tut mir auch ein bisschen leid um den Jungen. Aber er hat das hier nicht geschafft. Er hat das einfach nicht geschafft. Er hatte keinen Plan B. So, das zu Giesel. Da will ich mich auch nicht mehr lange mit aufhalten. Ja, und dann würde ich noch mal zu Leipzig sagen, also schwach, ne? In Freiburg zu verlieren. Also Spitzenmannschaft ist schwach. Aber es ist Keita wieder dabei und der andere, das sind ja alles gute Leute, Werner, Keita. So, und dann noch mal ein paar Worte zum HSV. Ne? Also ich habe das hier geguckt, das erste Training mit Holland. Ne? Da waren Leute bei, die konnten keine 2000 Meter laufen. Das geht nicht. Also das macht Holland nicht mehr mit. Diese Leistungssteuerung, das kennt Holland nicht. Holland sagt, entweder kannst du oder fliegst raus. Er hat sich ja noch zurückgenommen diese Woche. Also das wird noch besser. Ja gut, und dann, wie gesagt, einmal zu Herringer Bruchhagen. Ich mache den ja auch, ich komme mit denen auch gut klar. Nur wenn ich als Vorgesetzter 18 Punkte ansage und er holt in 7 Zwingeln noch, die danach sind, überhaupt kein mehr. Vor ein Trainingslager, wer bei mir marschiert, geht so und nichts anderes. Da kann ich keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Dinge. So ist das. Aber hier ist es von HSV immer so auf die letzte Minute. Und Hollerbach ist für mich auch nicht die Wunschlösung. Ne? Das wissen ja alle, aber ich will keine Namen nennen. Ne? Also, alles klar. Ja gut, Ergebnis ist für mich natürlich unheimlich schwierig. Ne? Also ich tippe mal mit Beton an Rühr 0-0. Mir passiert das nicht. Oder Leipzig gewinnt das. Also das könnt ihr euch aussuchen, Tipper. Aber an 0-0 mit einem Punkt bin ich zufrieden. Aber wenn ihr in meinen Kopf gucken könntet, da ist gar was anderes drin. Aber Tobi, 0-0, gut? Ja gut, dann haben wir Bremen gegen Hertha. Bremen hat natürlich an der obersten Grenze gespielt in München. Haben sehr gut gespielt, also in meinen Augen. Wenn sie ein bisschen Glück haben und die anderen nicht diese Qualität haben von einzelnen Spielern, machst du dann 2-2. Also sah das aus, muss ich schon sagen. Ja, zu Hause sind sie ganz gut. Und Hertha, Wundertüte. Genau wie Schalke. Mach auf und mach runter, hin und her. Also ich muss schon sagen, also ich hoffe auch, dass der Ibisevic mal sich wieder den Arsch aufreißt. Ne? Aber ich nehme an Bremen, Hertha auch ein 1-1. Ja gut, dann haben wir die Pillendreher gegen den Karnevalsclub, gegen Mainz. Ja gut, da ist Karneval in Mainz. Nicht? Also da ist ja dann immer ein bisschen Alarm, aber trotzdem mit den Jungen haben sich da hinten ein bisschen verstärkt, das hat man ja gesehen. Ja gut, und bei den Pillendreher, die haben so einen kleinen Lauf, die sind gut, also die sind im Moment gut. Wer 4-1 gewinnt in Hoppelheim, die müssen gut sein, der kann ja auch nicht schlecht reden, auch wenn ich die Truppe nicht mache, ich mache sie ja nicht, das wisst ihr ja nicht. Ja gut, und Mainz, ja, die müssen verlieren, unbedingt, nicht? Also das gewinnt die Pillendreher zwischen 3 und 4-1, nehme ich mal an, nicht? Oder ja, ich sag mal 3-1. Ja gut, dann haben wir Hannover gegen VW. Ne, stimmt doch, ne? Hannover, VW. Ja, das ist ein Derby. Die mögen sich ja nicht gerne. Ne? Also Hannover, das haben wir eine Fanfreundschaft mit, aber die mögen sich ja nicht mit VW. Ja, VW muss ich auch aufpassen, das sind alles gute Fußballer, aber keine Mannschaften. So sehe ich das. Also ich will nicht immer rumlästern auf VW, also auch wenn ich die Automärkte nicht mache. Aber das ist zu wenig. Also mannschaftliche Geschlossenheit haben sie gar nicht. So, und Hannover, für mich die Überraschung auch wiederum. Helm, ne, hier mit dem Breitenreiter, ne, alte HSVer, so will ich das sehen. Das verliert Herr VW in Hannover 2-0 und nichts anderes. So Jungs, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag.